Sie eine Scheidung oder eine Geldeinteilung? Fühlen Sie sich von jemandem bedroht? Oder ist ein Verwandter plötzlich tot? Haben Sie einem Ganoven getraut? Oder hat man Ihnen Ihre Braut geklaut? Gehen Sie deswegen doch nicht gleich K.O. Kommen Sie zu Müller ins Büro. Er ist wie Brando, wie Valentino, ist wie Clark Gable, ist schön wie Kino, ist außen hart und innen weich, ist wie John Wayne. Und wenn er alt ist, ist er reich, wie Citizen Kane. Es folgt ihm heimlich in der Hitze der Nacht. Liegt gelangweilt an der Bar, zieht sich an. Sie wollen sich vor ihm verstecken. Sind sie wirklich so naiv? Sie wissen, er wird sie entdecken, denn er ist Müller, der Detektiv. Er ist wie Bogart, wie Al Pacino, ist wie James Cagney, ist schön wie Kino, ist außen hart und innen weich, ist wie McQueen. Und wenn er alt ist, ist er tot, so wie James Dean. Er ist wie Brando, wie Valentino, ist wie Clark Gable, ist schön wie Kino, ist außen hart und innen weich, ist wie John Wayne. Und wenn er alt ist, ist er reich, wie Citizen Kane. Er ist wie Bogart, wie Al Es war ein Tag wie tausend andere. Ich saß in meinem Büro und nahm einen unwiderruflich letzten Schluck Whisky. Ich wartete. Worauf, wusste ich selbst nicht. Meine Brieftasche war so leer wie die Flasche. Meine Bank hatte schon vor Wochen meine Kreditkarten eingezogen und Fräulein Schick saß nur noch in meinem Vorzimmer, weil sie in mich verknallt war. Wie alle Frauen in meiner Umgebung. Herr Müller, schon wieder ein Brief von der Bank. Scheiße. Bitte? Scheiße, habe ich gesagt. Ich überlegte gerade, ob ich nicht hätte doch auf meinen alten Herrn hören sollen. Damals, als er mir den Job in seiner Firma angeboten hatte. Da kam sie herein. Guten Tag. Guten Tag. Ich stehe nicht auf diese Art Frauen, aber sie war eine von denen, für die ein Mann schon mal seinen Prinzipien untreu wird. Sie trug wunderschöne Schuhe. Italienische Handarbeit. Brauchen Sie? Danke, ich habe selbst welche. Ich sah mir meine Klientin genauer an und überlegte, ob sie im Bett wohl genauso blond sein würde wie Marilyn. Was kann ich für Sie tun? Schießen Sie los. Eigentlich soll ich ja mit dieser Angelegenheit zur Polizei gehen. Aber sie ist so delikat, dass ich dachte, ich gehe besser zu einem Privatdetektiv. Verstehen Sie mich? Ich lernte Mike vor 2 Jahren kennen. In einem Lokal, wo wir beide nicht hineinpassten. Wir sahen uns sofort und seit diesem Tag waren wir unzertrennlich. Wir waren 2 Jahre, jeden Tag zusammen. Er hat sich immer... er hat mir immer Bescheid gesagt. Ich glaube auch nicht, dass es eine andere Frau sein könnte. Guten kann es Tag, mir nicht vorstellen. schöne Frau, ich denke an Liebe. Verstehen Sie mich, ja? Ich denke Jetzt an seit Liebe, 3 Tagen wenn ist er ich verschwunden. sie Er hat sich sehe. nicht gemeldet, keine Notizen hinterlassen, Guten nichts. Tag, schöne Ich dachte auch, Frau, dass ich er möchte vielleicht Sie verunglückt ist. küssen. Ich hab schon in allen Mit Krankenhäusern Ihnen angerufen. tun, oh Raub Das ist ich mich verstehen. Das ist kein Wunder, denn Sie sehen wie ein Engel aus. Doch was ich meine, das drückt das sicher besser aus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich denk an Liebe, schöne Frau. Ich möchte sie spüren, sie berühren, vielleicht jetzt gleich. Oh. Schöne Frau, vielleicht jetzt gleich. Sie müssen ihn finden, bevor ihm was passiert. Vielleicht ist ihm schon was passiert. Wieso glauben Sie das? Na, Sie kommen zu einem Schnüffler und erzählen ihm, Ihr Freund, mit dem Sie unzertrennlich waren, ist seit 3 Tagen verschwunden. Und da Sie sicher sind, dass er keine andere hat, wird ihm wohl etwas passiert sein. Für den Haufen Geld, den sie mir hinblätterte, hätte sie von mir weiß Gott was haben können. Ich machte mich also auf eine Menge Arbeit gefasst. Sie hören von mir. Wo kann ich Sie erreichen?
Ich werde Sie anrufen. Wie war Ihr Name? Bergmann. Ingrid Bergmann. Auf Wiedersehen, Frau Bergmann. Auf Wiedersehen. Danke. Post von Delgado, das überraschte mich. Delgado war mal ein einflussreicher Mann im Syndikat der Unterwelt gewesen. Vor ein paar Monaten hatte ich den Fehler gemacht, Blackjack mit ihm zu spielen. Aber ich hatte Glück im Unglück. Delgado musste nach einer Schießerei mit Leuten von Maya die Stadt verlassen. Jetzt schien er wieder im Rennen zu sein und wollte die Spielschulden von mir. Es war wirklich höchste Zeit, dass ich zu einem Job kam. Es dauerte ziemlich lang, bis mir klar wurde, was ich da überblättert hatte. Auf der Titelseite der Zeitung war meine neue Klientin, diese Ingrid Bergmann, abgebildet. Ich muss zugeben, ich war einigermaßen erstaunt über ihren plötzlichen Tod. Ihr richtiger Name war Bettina Kant. Sie war die Tochter eines steinreichen Industriellen, der gerade dabei war, eine glänzende politische Karriere zu starten. Tag, ist Ernie da? Hallo Max, was verschafft mir die Ehre? Was ist da los? Ganz normales Protokoll. Willst du immer noch behaupten, die Polizei prügelt nicht? Tag Müller! Schau, es gibt überall schwarze Schafe. Deshalb kann man doch nicht gleich den ganzen Polizeiapparat verurteilen. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wie spät Arbeitest du noch in der EDV? Was willst du wissen? Was hältst du davon, wenn du für mich den Namen Bettina Kant in deinen Terminal tippst? Kant? Keine Chance. Ich will mir nicht die Finger verbrennen. Da ist von höchster Stelle Schnauze halten verordnet worden. Wieso interessiert dich das? Nur so. Berufskrankheit. Tut mir leid. Da ist nichts zu machen. Kennst du den? Nie gesehen. Wer ist das? Wüsste ich selbst gerne. Ciao. Tag. War was Besonderes. Also wenn Sie nicht aufhören, mich so anzusehen, dann bin ich schwach. Werden Sie doch schwach. Sieh mich nicht so seltsam an, auch ich bin nur ein Mann, der sich mal nicht beherrschen kann. Hat dir Mama nicht gesagt, ein Mädchen, das vielleicht wird ausgenützt und fortgejagt? Schau, die Leute sehen heran, wir sind ja nicht allein. Du weißt genau, es darf nicht sein. Ich spür die Lust, wie sie in mir erkeimt. Und ich sage dir nicht nur, weil es sich reimt. Sieh mich nicht so seltsam an. Ich bin aus Fleisch und Blut. Auch ich bin nur ein Mann. Schwäche kann ich mir in meinem Beruf nicht leisten. Leider. Denn Sie sehen heute ganz besonders sexy aus. Als ich noch ein Baby war, süß und ganz dumm, da drehte sich schon jeder Mann nach mir um. Und wenn ich so lieb auf dem Alsterfell lag, traf jeden vor Wonne der Schlag. Und warum? Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin. Wenn sie mich sehen, von 80 bis 10. Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, reiß ich die Männer hin. Bis sie vergehen, dann lass ich sie stehen. Müller? Tag. Ich brauche Geld. Es gibt Arbeit. Ein Wunder. Gute Fälschung. Aber nicht gut genug. Ich habe gesagt, es gibt Arbeit. Ja, der Nuttenmord. Ich habe jetzt Fritz dran. Stellen Sie ihn rein. Übrigens, der Schein war echt. Hallo, Fritz. Schreib auf. Bettina Kant. Okay, habe ich. Und Ingrid Bergmann? Die ist doch tot. Na, die Schauspielerin.
Okay, dann lasse ich sie weg. Wie lange brauchst du, um in die zentrale Datenbank der Bullen reinzukommen? Ein paar Minuten. Ich habe den Code schon vor ein paar Wochen geknackt. Ich muss nur die Diskette finden, auf der ich ihn mir gemerkt habe. Aber das ist kein Problem. Sehr gut. Ich möchte alles über diese Bettina Kant wissen. Mach ich. Bei der Sozialversicherung wird es ein bisschen dauern. Da war ich noch nicht drin. Ich bring's dir vorbei, wenn ich was hab. Aber ich brauche die Daten dringend. Ciao. Was für ein Nuttenmord. Da hat einer eine Nutte beim Vögeln erwürgt. Keine Ahnung, wie sie draufgekommen sind, dass er sie gerade vögelte, als er sie erwürgte. Ein komplizierter Fall. Du hast doch von dem Kant-Mord gelesen. Weißt du, wer vor 2 Stunden durch diese Tür gekommen ist? Der Mörder. Das Opfer. Ich begann einfach damit, mich in der Szene umzusehen. Redete mit Kontaktleuten und besuchte alte, zumeist gut informierte Freunde. Hallo Nowotny. Ich suche diesen Jungen da. Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versuch es mal in der Blue Box. Bettina Kant hatte mir ein paar Kneipen genannt, in denen ihr Freund Mike gewöhnlich verkehrte. Demnach war es nicht nur die feine Gesellschaft, in der er sich herumtrieb. Es waren noch einige von diesen neuen Lokalen dabei, in denen sich die Schickeria mit Koks und Bräuten versorgt. Schließlich erfuhr ich den Namen eines Lokals, wo Mike gesehen worden war. Blue Box, ein Stammlokal von mir. Rudi, einer meiner ältesten Freunde, hatte es vor ein paar Monaten aufgemacht. Tag, Rudi. Nicht viel los bei dir. Es ist noch nicht mal 12. Das Geschäft geht erst um 1 los. Kennst du den? War ein paar Mal hier, ist aber schon länger her. Und? Er war mit einer ziemlich hübschen Blondine da. Wahrscheinlich eine Tochter aus besserem Hause. Die? Das letzte Mal war es die. Das nächste Mal wird er wohl mit einer anderen kommen. An diesem Abend hat er auch mit Jim gesprochen. Mit dem Dealer? Ich kann mir meine Gäste nicht aussuchen. Wo finde ich den? Keine Ahnung. Vielleicht kommt er noch vorbei. Kann ich mal telefonieren? Herr Lipinski? Hallo? Hallo, Mark. Komm in die Blue Box. Vielleicht habe ich was. Und wenn du unterwegs zufällig Jim triffst, du weißt schon, der Dealer, dann bring ihn mit. Aber mach schnell. Einen doppelten Whisky. Na, das ist aber schnell gegangen. Du hast ja nicht einmal 2 Stunden für die paar Häuserblocks gebraucht. Sind heiße Schnitten da? Ich habe Jim unterwegs getroffen. Warum hast du ihn nicht mitgebracht? Was hat er gesagt? Nicht? Dazu war er zu tot. Die kleine Blonde da drüben. Wie findest du die? Naja, hübsche Schuhe hat sie an. Was weiter? Er hat ziemlich mies ausgesehen. Wahrscheinlich ein MP. Scheißlich viel Blut. Scheiße. Noch einen doppelten. Übrigens, ich habe die Leiche geflattert. Klebt noch Blut dran. Und die rote da drüben? Mit den großen Titten? Maria. Okay, wir fahren Maria besuchen. Zahlen. Hallo Kleiner. Na, wie wär's mit uns zwei? Ein bisschen über den Durst gebrochen, was? Na komm her. Mann, ist der blau. Zwei Dürren.
bleibst hier. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, bin ich tot. Hallo, Süßer. Wie wär's mit uns beiden, hä? Wieder so ein Scheißer. Im Vorzimmer hing Montanas Bild an der Wand. Montana war die einzige Frau im Verbrechersyndikat. Maria war eine von den Mädchen, die für sie auf den Strich gingen. Für mich war sie eine der besten Nutten in der ganzen Stadt. Tag, Maria. Ich suche jemanden. Darf ich reinkommen? Hallo, Max. Klar, kannst du reinkommen. Ich warte auf so hübsche Jungs wie dich. Wie geht's? Bist du gekommen, um das zu fragen? Kennst du den? Warum? Ich bin gekommen, um dich das zu fragen. Ich bin eine Nutte und kein Auskunftsbüro. Ich kenne ihn. Wo finde ich ihn? Ich weiß nicht genau. Er hat nur ab und zu von Jim Kokain gekauft. Na und? Das ist alles. Und dafür willst du 2 Scheine? Nicht nur dafür. Hab, du Scheißkerl! Glaubst du kannst mich ficken ohne zu zahlen? Verschwinde! Lass dich nie wieder blicken! Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich würde es mal in der Orchidee versuchen. Was? Vielleicht ist dieser Mike dort. Ah, danke. Meier gibt heute ein Fest. Kommst du mit? Hat die Montana denn nichts dagegen, wenn du dorthin gehst? Ich mag nicht allein unter Meyers Leute gehen. Im Wagen wartet Larry auf mich. Soll er doch mitkommen? Ich warte unten auf dich. In einer Minute wärst du tot gewesen. Wir gehen noch auf ein Fest. Was? Um diese Zeit? Gute Idee. Tag Müller, welche unverhoffte Freude. Mit einer Dame von der Konkurrenz? Du hast mich selbst eingeladen. Ich weiß, ich freue mich auch über deinen Besuch. Die Montana ist aber noch nicht da. Sie wird auch nicht kommen. Müller. Das ist mein Cousin Egon, meine rechte Hand. Wenn du was brauchst, er ist immer für dich da. Müller. Meier. Berger. Schmidt. Müller. Hiller. Hiller. Schmidt. Na zdrowie! Kriminelle Elemente, hin und wieder Prominente, Gangster aller Fakultäten sind auf Meyers Fest vertreten. Delgados Bande erscheint im Saale, man verstummt mit einem Male. Gerd der Dumme in seinen Schatten schleicht um der Stumme 2 miese Ratten. Man denkt sich cool, macht auf Leger und mancher Stuhl bleibt heute leer. Warum, wieso, ist jedem klar, denn irgendwo lauert Gefahr. Konkurrenz gibt sich die
sich Holz nicht in die Quere. Man tanzt den Tango, schwelgt im Laster. Niemand kümmert heut der Zaster. Montanes Bande erscheint im Saale. Man verstummt zum zweiten Male. Angie die Schöne, Margit die Schnelle. Braucht sie ihr Boss, sind sie zur Stelle. 7 Jahre Meyers Herrschaft. Es gibt keinen, der noch mehr schafft. Doch so mancher fragt im Stillen, wird mich heute jemand killen? Kann es er sein? Kann es der sein? Oder sonst noch irgendwer sein? Eines gilt für die Ganoven, einmal ist er aus der Ofen. Man gibt sich gut, macht auf mich her, und mancher Stuhl bleibt heute leer. Warum, wieso, ist jedem klar, denn irgendwo lauert Gefahr. Wir sind alle Schwerverbrecher, liebe Schieber, Messerstecher, das Geherrsche jeder Wupfe, jeden Wohlstand in der Gruppe. In den allerhöchsten Stellen haben wir die besten Wellen. Wir küssen nicht nur auf den Mund und wir schossen uns gesund. Meyers Gäste applaudierten den Mädchen von Montana. Meyer war einer von den Gangsterbossen, die im Syndikat organisiert waren. Diese Organisation war gerade dabei auseinanderzubrechen. In der Unterwelt herrschte Kriegszustand. Zwischen Meyer, Delgado und Montana hat es schon oft Streit gegeben. Was mich überraschte, war, dass Meyer heute Abordnungen seiner beiden Konkurrenten eingeladen hat. Irgendwas an der Sache war faul. Viele Leute feiern heute hier im Tanzlokal, suchen fette Männerbeute und die femme fatale. Die Waffe ist ein Flitterstern mit einem Seidenschal. Alle sind sie guter Hoffnung wie beim ersten Mal. Und sie reden vom Verschwenden, sagen nichts vom bitteren Enden, sagen ey, Juhu! ich und du. Traue keinen, wenn sie brechen, Glück und Blasen wir versprechen. Alle sind sie feige, Liebe wollen mit. Und meine Liebe. Männer, Frauen, niemand sollst du trauen. Männer, Frauen, alle lügen. Männer, Frauen, niemand sollst du trauen. Männer, Frauen, alle lügen. Larry unterhielt sich ausgezeichnet. Das musste früher oder später Streit geben. Ich versuchte eine Zeit lang Informationen über diesen Mike zu bekommen, aber es gelang mir nicht. Maria tröstete mich darüber hinweg. Viele Leute zeigen heute nicht ihr wahres Ich, gehen in falschen Kleidern und damit noch auf den Strich. Immer spielen sie fremde Rollen, schamlos und kokett, sind in aller Munde und vielleicht in deinem Bett. Und sie täuschen und betrügen und sie fälschen und sie lügen, sagen hey, juhu, ich und du. Traue keinen, wenn sie brechen, Glück und Blasen wir versprechen. Alle sind sie feige, Liebe wollen nur mich und meine Liebe. Hör endlich auf zu saufen, du hast genug. Ja?
wir hauen ab. Versager. Aber Marlene! Kaum hat man ein bisschen Spaß, muss man abhauen. Es ist zum Kotzen, mit dir zusammenarbeiten zu müssen. Tag, Joe. Für mich ein Frühstück und ein Ham und Eggs aus 6 Eiern. Frühstück gibt's erst, wenn Rudi zurück ist. Er muss aber gleich da sein. Aber wie, wenn Herr Müller bumsen möchte? Da kann ich eine Stunde draußen warten. Du bist ein Arschloch. Joe, für mich eine Flasche Whisky. Hey Henry, geh nach Hause, du bist voll. Sag Rudi, wann schläfst du denn eigentlich? Ich brauche nicht viel Schlaf. Noch immer tappt die Polizei bei der Aufklärung des Mordes an der Prostituierten Anna K. völlig im Dunkeln. Ein Zusammenhang zu den Kämpfen zwischen rivalisierenden Gangsterbanden. Tag, Baby, wie geht's? Hallo, Max. Für Hinweise, die zur Du hast ganz schön zugenommen. Du musst aufpassen. Wieder hat der Gangsterkrieg 2 Todesopfer. Lustig, was? Mehrere bewaffnete Männer drangen gestern Nacht in ein Kaffeehaus ein. Wir beide haben eine kleine Spazierfahrt vor. Glaube ich nicht. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Waffen weg! Hände hoch! Ich mag das nicht, wenn man mich zu irgendetwas zwingen will. Ich hatte Glück. Normalerweise waren Montanas Mädchen schneller. Das war ihre einzige Chance, sich unter lauter Männern in der Unterwelt zu behaupten. Ich habe auch nie verstanden, warum Montana nur Frauen beschäftigte. Tag, Montana. Deine Mädels nehmen noch einen Drink. Es ist heutzutage schwer, Personal zu bekommen, das sich zu benehmen weiß. Gute Leute sind teuer. Die da war sicher sehr billig. Ich habe gehört, du suchst nach jemandem, Müller. Wer bezahlt dich? Ich weiß, du redest nicht gern über deine Klienten. Aber wenn du ihn findest, ich wäre sehr an einem Gespräch mit ihm interessiert. Ich zahle gut, das weißt du. Wenn du zahlst. Ich denke darüber nach. Du warst schon lange nicht mehr im Café Schwarz. Schau doch heute Abend mal vorbei. Ich werde es mir überlegen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Fritz war schon da und hat das da vorbeigebracht. Ich habe Ihnen auch etwas mitgebracht, Fräulein Schick.
Wenn ich sonntags zum Konditor gehe, nichts als Süßigkeiten rumstehen sehe. Sagen meine Eltern, nimm doch was. Doch mir macht was anderes Spaß. Seh mir einfach nur die Männer an denen ich mich gar nicht satt sehen kann. Und ich frage mich, ist es er, doch sie machen es mir so schwer. Männer sind wie Marzipan, manchmal sieht mich einer lächelnd an. Und ich habe mir schon oft gedacht, ob es ist, der mich glücklich macht. Wenn ich montags im Büro rumstehe, nicht als Fotos von Herrn Müller sehe, glaube ich, für mich ist er, doch Herr Müller macht's mir schwer. Müller bringt mir manchmal Marzipan, obwohl ich Marzipan nicht ausstehen kann. Heute Nacht hab ich bei mir gedacht, dass er mich niemals glücklich macht. Müller ist wie Marzipan, Larry, komm doch her, sei du mein Mann, denn das bietet sich gerade an. Vielleicht bist du es, der mich trösten kann. Und? Hat Fritz was herausbekommen? Der alte Kant bittet mich zu sich. Das ist eine Ehre in unserer Stadt. Hat der Computer eigentlich etwas ausgespuckt, was uns interessieren könnte? Die Bullen vermuten, dass sie für Delgado gearbeitet hat. Ist Delgado denn zurück? Mhm. Ich habe Post von ihm. Schlecht, dass wir kein Geld haben. Müllers Büro? Fein, dass Sie anrufen. Ja, ich warte. Bettina Kant wird hier gleich antanzen. Du gehst hinaus und wenn sie wieder geht, hängst du dich dran. Viel Spaß. Und wenn sie nach 2 Stunden nicht draußen ist, ist sie eine Nymphomanin. Das sollten wir dem Computer aber dann verraten. Ich rief Charlie Hockenthal an. Er würde mir Eintritt in die Orchidee verschaffen. Ich habe gewusst, ich kann mich auf dich verlassen. Herr Müller, die Dame von gestern ist wieder da. Soll reinkommen. Warum sagen Sie denn nichts? Das erste Mal, dass ich für eine Leiche arbeite. Was wollen Sie von diesem Mann? Hat er Sie beim Kokainhandel betrogen? Ich habe Sie nicht engagiert, um mir von Ihnen Frechheiten sagen zu lassen. Und ich habe den Job nicht übernommen, um mich von Ihnen für blöd verkaufen zu lassen. Entweder Sie erklären mir sofort, vor wem Sie sich verstecken, oder ich schmeiße Sie einfach raus. Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie schaffte es, mir über nichts Auskunft zu geben. Sie hatte schnell kapiert, wie man mich anpacken muss. Ich fragte mich nachher, warum ich sie hatte gehen lassen. Es gab nur eine Antwort. Ich hatte mich in sie verknallt. Aber ich wusste, ich würde sie wiedersehen. Larry würde ihr folgen.
Guten Tag, mein Name ist Müller. Herr Kant hat mich angerufen. Ich weiß. Bitte gehen Sie hinein. Guten Tag, Herr Müller. Bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht selbst mit Ihnen sprechen kann. Sie wissen vom Tod meiner Tochter. Ich ersuche Sie, setzen Sie alles daran, Ihren Mörder zu finden. Geld spielt dabei keine Rolle. Wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie. Haben Sie einen Verdacht? Kant wusste offensichtlich nicht mehr, als ich bereits aus dem Polizeicomputer erfahren hatte. Der alte Herr war mir irgendwie sympathisch. Jemand hatte ihn erpresst und gedroht, Bettina zu ermorden. Er hatte nicht gezahlt und meinte, Delgado hätte seine Tochter auf dem Gewissen. Wieso glauben Sie, dass gerade ich Ihnen helfen kann? Sie sind mir von mehreren Seiten empfohlen worden. Und mein Vertrauen in den Polizeiapparat ist äußerst beschränkt. Wie ist Ihre Tochter gestorben? Man hat ihre Leiche in einem Wagen im Fluss gefunden. Sie war völlig verbrannt. Der Mord sollte wohl wie ein Autounfall aussehen. Das wäre im Augenblick alles. Ich beschloss bei Kant, das Doppelte meines üblichen Preises zu verlangen. Schließlich hatte er gesagt, Geld spiele keine Rolle. Bitte lassen Sie sich von meiner Sekretärin einen Scheck in angemessener Höhe geben. Ich erwarte, über den Fortgang Ihrer Ermittlungen täglich informiert zu werden. Ich setze meine ganzen Hoffnungen in Sie. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Er ist nicht da. Scheiße, was tun wir jetzt? Wir nehmen die beiden damit. Darf ich mich anziehen? Na, mach schon, wir haben es eilig. Nicht schlecht, die Kleine. Heiße Unterhose hat der andere Junge. Hey, Baby, lass uns doch mal dein Unterhöschen sehen. Ja, dafür muss noch Zeit sein. Am besten, wir nehmen sie uns gleich mal vor. Waffen weg! Glück gehabt. Es waren nur Platzpatronen drin. War was Besonderes? Nein. Ja, vielleicht. Larry ist in ihrem Büro. Larry, steh auf. Müller. Los, mach schon, aufstehen. Was? Sieh dir was Schönes an. Die Orchidee ist ein feiner Club. Ich hol dich dann ab. Okay. Müllers Büro? Komm sofort her! Da ist jemand an der Tür und will mich fertig machen. Beim Polizeinotruf habe ich schon angerufen, aber da ist besetzt. Mach schnell! Stell was vor die Tür, wir sind in 2 Minuten da. Fritz hat unerwarteten Besuch. Da ist die Bullen! Fritz, du kannst aufmachen, sie sind weg. Ach du meine Scheiße, das war ja noch viel besser als Spacey und Wailers. Wer war das? Keine Ahnung. Es ist besser, du tauchst ein paar Tage unter. In einem Hotel oder so.
looking at you, kid. Guten Abend, meine Herren. Tut mir leid, meine Herren, aber das ist ein Club, nur für Mitglieder. Wir sind eingeladen. Herr Hockenthal sagt, Sie wären informiert. Ich dachte, Sie würden alleine kommen, Mr. Spade. Sam Spade. Gute Unterhaltung, Mr. Spade. Guten Abend, meine Herren. Ich freue mich, Freunde von Herrn Hockenthal bei uns begrüßen zu dürfen. Sie sind noch nicht Mitglied. Dürfte ich Sie um Ihren Namen bitten für die Anmeldung? Spade. Sam Spade. Archer. Miles Archer. Ich wünsche gute Unterhaltung. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie spät es ist? 5 Minuten vor 12. Was darf ich Ihnen bringen, mein Herr? Eine Flasche Black Label. Und ein Steak Medium. Bitte sehr. Wir gingen also rein in den Laden. Er war eine Kreuzung aus Disco für minderjährige Mädchen und Pensionistenheim für Männer. Hallo Süßer, spendierst du mir einen Drink? Ich bestellte was zu essen und bekam die Nachspeise gleich als ersten Gang. Ein rothaariges weibliches Kind setzte sich zu mir. Die Kleine war mir schon auf Meyers Party aufgefallen. Wir plauderten über ABBA, Elvis, die Preise am Kinderstrich und schließlich holte ich mein Dings raus. Ich meine mein Foto. Kennst du den? Klar kenne ich den. Das ist vielleicht ein Schnorrer. Der hat hier noch keiner etwas bezahlt. Scheiß Voyeur. Da drüben steht er ja, das Arschloch. Ich gehe ihm nach. Du bleibst hier. Vielleicht kriegst du aus der Kleinen etwas raus. Gute Idee. Ich muss jetzt gehen, Kleine. Kümmere dich um meinen Freund. Der hat es nötig. Wie heißt du eigentlich? Karloff. Philipp Karloff. Aber sag einfach Boris zu mir. Wieso Boris? Folgen Sie dem weißen Mercedes. Delgado. Müller, du kümmerst dich um Dinge, die dich nichts angehen. Lass Mike zufrieden, wir passen schon auf ihn auf. Gib mir das Geld, das du mir schuldest, und verschwinde. Ich hab's nicht bei mir. Los, Jungs, seht nach, wie viel er bei sich hat. Okay, okay.
Die Zinsen. So, Mike, du nimmst jetzt deine Arme ganz langsam in die Höhe. Wer sind Sie? Mein Name ist Müller, Privatdetektiv. Deine Freundin Bettina Kanz sucht dich. Bettina ist tot. Ermordet! So? Wer hat sie denn umgelegt? Die Killer von Meyer. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie einer von Meyers Leuten sind? Keine Dummheiten, Mike. Von wem kommen Sie? Bettina schickt mich. Sie lebt. Sie macht sich große Sorgen um dich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ist mir auch recht. Ich habe nicht vor, dich zu zwingen, mit mir zu kommen. Aber ich bestelle ihr gerne Grüße. Ich habe ihr nichts zu sagen. Das werde ich ihr ausrichten. Falls dir doch noch etwas einfällt, hier ist meine Karte. Warten Sie, sagen Sie ihr. Es läuft alles wie geplant. Ich ziehe die Sache allein durch. Ich will sie nicht in Gefahr bringen. Ich werde mich bei ihr melden, wenn alles vorbei ist. Ich werde es ihr sagen. Übrigens, unten wartet Delgado mit 3 seiner Jungs. Aber ich nehme an, das weißt du. Ciao. Ist schön wie Kino, ist wie Marlon Brando. So. Was war noch? Du bist schon da? Ein wunderbarer Laden, diese Orchidee. Ich habe unsere Clubkarten mitgebracht. Ich sehe, du hast dich gut amüsiert. Die Kleine, die du mir überlassen hast, die war einfach süß. Sie hat dann leider gleich gehen müssen wegen seinem alten, geilen Bocken. Stammkunde. Ich habe mit unserem Freund Mike gesprochen. Mike? Kenn ich nicht. Müllers Büro? Nein, der ist leider nicht hier. Ah, Sie sind schon da? Warten Sie, er ist soeben gekommen. Ja, und? Kommen Sie schnell her. Hotel Erdberger, Zimmer Nummer 9. Ich hab was für Sie. Was? Ist Kaffee fertig? Ja, soll ich ihn reinbringen? Nein, wecken Sie inzwischen Larry auf. Nein, lass mich schlafen. Ich habe mich doch gerade erst hingelegt. Oh mein Gott, habe ich Kopfweh. Steh auf, Larry, wir haben es eilig. Und steck dir eine Kanone ein. Der Mann hatte das Zimmer gründlich durchsucht. Er hatte sogar die Absätze von Mikes Schuhen abgenommen und die Zahnpastatube geöffnet. Offensichtlich hatte er aber nicht gefunden, was er suchte. Hatte die Nerven verloren und Mike umgelegt. Er war einer von Delgados Leuten. Also hatte der Polizeicomputer recht. Bettina arbeitete mit Delgado zusammen.
Das Klebeband hatte mich auf die richtige Spur geführt. Ich konnte nicht genau erkennen, was auf den beiden Negativen abgebildet war. Jetzt war ich gespannt, wohin Larry Bettina folgen würde. Die Negative, die ich bei Mike gefunden hatte, ließen meine Sympathien für den alten Kant mit einem Mal verschwinden. Die Fotos zeigten Kant mit der Kleinen aus der Orchidee und entlarvten ihn als den Nuttenmörder. Ein zufällig vorbeikommendes Kant konnte das Tier unschädlich machen. Er erlag auf dem Transport des Krankenhauses Müllers Büro? Wen wollen Sie sprechen? Einen Moment, bitte. Herr Müller, da ist eine Dame im Apparat, die möchte einen Boris sprechen. Wen? Boris. Ach ja, geben Sie her. Müller. Ja, der bin ich. Okay, ich hol dich ab. Hier ist die Adresse. In 5 Minuten, bis gleich. Sie brauchen nicht auf mich zu warten. Wiedersehen. Wiedersehen. konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Der Mann wies zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe des Ortes. So, du Arschloch. Gestern Abend wurde die Frau des Polizeipräsidenten in einer tollwütigen Kammer angefahren. Komm, jetzt komm. Kleidung wurde völlig zerfetzt. Sie blieb jedoch unverletzt. Danke. Was war los? Die haben meine Wohnung auseinandergenommen. Keine Ahnung warum. Scheiße. Der Alte wird sicher glauben, ich habe davon gewusst. Hast du nicht? Bist du verrückt? Der hat solche Angst um seinen guten Ruf, dass er über Leichen gehen würde, damit das Bild nicht an die Öffentlichkeit kommt. Dann war er es, der sie umgebracht hat. Mhm. Ein junges Mädchen, sie ist 16, hat schon einen Freund. Er bedrängt sie. Wenn sie ihn wirklich liebt, sollte sich ihm auch körperlich hingeben. Schließlich gibt sie seinem Drängen nach. Sie wird schwanger. Und als sie es ihm erzählt, will er nichts mehr von ihr wissen. Sie ist verzweifelt und weil sie keinen Ausweg weiß, nimmt sie sich das Leben. Ich frage Sie, liebe Zuseherinnen, war das notwendig? Pino, der neue Lippenstift von La Femme. Er haftet überall, wo er soll, aber nirgends, wo er nicht darf. Oh, ich habe Lippenstift auf meinem Hemdkragen. Hoffentlich hat meine Frau nichts bemerkt. Diese Sorge gehört der Vergangenheit an, denn jetzt gibt es Pino. Dieser Lippenstift haftet Wer ist da? Ich bin's. Mach auf, Larry. Pino, der denkende Lippenstift von La Femme hinterlässt... Räum dein Gästezimmer auf. Sie schläft heute bei dir. Hast du was zu trinken? In der Küche, du kennst dich aus. Sehen Sie, es ist nichts dabei, denn Pino, der neue Lippenstift von La Femme, hat mitgedacht. Pino. Haftet überall und nirgendwo. Was war mit Bettina? Ich brauche ein neues Auto. Ich brauche auch alles Mögliche. Und wo wohnt sie? Goldgasse 4, Apartment 16. Gut gemacht. Sie hat im Büro angerufen. Sie bittet dich um ein Rendezvous. Bei ihr zu Hause.
Möchtest du einmal? Möchtest du dich setzen? Sag mal, wo hast du diesen Whisky? Im Saustall kann man ja nichts finden. Hol dich nicht aus der Wohnung, ich ruf dich an. Na, Maria, weiß nicht gut. Sag Maria, seit wann treibst du es mit der Konkurrenz? Du entwickelst dich ja zum Stammkunden. Was willst du denn diesmal wissen? Wie du es am liebsten hast. Gar nicht. Aber ich würde dir gern was erzählen. Später. Von dir, ich will mehr. Komm doch her, komm doch her, komm doch her zu mir, ich will mehr. Lass dich spüren, dich berühren, dich verführen von mir. Komm doch her, komm doch her, ich will dich jetzt und hier. Was hast du mit mir gemacht? Es war wie eine Explosion. Das war ein Orgasmus, Baby. Das ist schlecht. Wieso? Das kostet 500 mehr. Was wolltest du mir erzählen? Ich glaube, Delgado arbeitet mit Mike, den du suchst, zusammen. Jetzt nicht mehr. Wieso? Weil Mike tot ist. Diese Schweine. Ich weiß, wer es war. Schieß los. Oh Gott. Rose. But. Was? Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr von dir, ich will mehr. Komm doch her, ich will mehr, komm doch her zu mir, ich will mehr. Lass dich spüren, dich berühren, dich verführen von mir. Komm doch her, ich will dich jetzt und hier. Ist der Fahrstuhl kaputt? Schön haben Sie sich gemacht, Bettina. Danke. Setzen Sie sich. Wollen Sie etwas trinken? Whisky.
Darf ich? Mike ist tot. Ja, ich weiß. Ihr Schmerz scheint sich in Grenzen zu halten. Was haben Sie bei Mike im Hotelzimmer gesucht? Nichts. Er hat mich angerufen und als ich im Hotel ankam, war er bereits tot. Reden Sie keinen Scheiß, Sie haben das da gesucht. Ja. Wozu? Sie wollten das Ihrem alten Herrn doch nicht zum Geburtstag schenken. Nein. Erpressen wollten Sie ihn. Geben Sie es ruhig zu. Aber erklären Sie mir, warum. Mein Vater ist ein machthungriges Schwein. Lässt niemanden gelten. Entscheidet allein. Die Familie wurde durch ihn zu einem Kerker. Ich habe mich gewehrt, doch mein Vater war stärker. Er hat meinen Bruder in den Selbstmord getrieben. Meine Mutter ist seither gemütskrank geblieben. Man behandelt sie in der Psychiatrie. Auch mein Hamster ist tot. Es war er, irgendwie. Weil ich dagegen kämpfte, dass er weiter Macht an sich rafft, hätte er auch mich aus dem Wege geschafft. Als man diese Leiche fand, hatte man den Verdacht, dass ich die Tote sei. Das habe ich mir zunutze gemacht. Ich hätte die Fotos gegen meinen Vater gebraucht. Das hatte ich vor und bin untergetaucht. Für wen arbeiten Sie? Ich arbeite für mich. Ich brauche keine Hilfe. Das ist ein Irrtum. Du brauchst eine ganze Menge Hilfe. Also mit wem machst du gemeinsame Sache? Delgado? Aber woher wissen Sie, dass ich... Weil ich alles weiß. Kleines. Hast du immer noch nicht kapiert, dass ich Davy Bowie, Marlon Brando und Superman in einer Person bin? Es hat keinen Sinn, mich zu belügen. Was hast du eigentlich an diesem Mike gefunden? Sein Charme, wie er sprach, das machte ihm keiner nach. Beim ersten Rendezvous, da sagte er nur, je t'aime mon amour, er war ganz genauso wie du. Er war eben mal, war wunderbar, gentleman-like. Wieder ein Filou, er lachte mir zu. Er war durch und durch Mann, er war ganz genauso wie du. Und doch, wie ein Kind, Liebe macht blind, die Angst lebt in mir, dass ich dich eines Tages verliere. Ja, er war ganz genauso wie du. Ich verlor jedes Raum- und Zeitgefühl. Es war wie eine Ewigkeit, die ich mit ihr bei den Sternen lag. Aber in dieser Nacht war sie mir näher, als mir je ein Mensch vorher war. Genau, so wie du, so wie du. Ja, er war ganz genau, so wie du. Oh, ja, er war
Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr von dir, ich will mehr. Komm doch her, komm doch her, komm doch her zu mir, ich will mehr. Lass dich spüren, dich berühren, dich verführen von mir. Komm doch her, komm doch her, ich will dich jetzt und hier. Ich hoffe, wir stören nicht. Los, aufstehen. Die Party ist zu Ende. Montana will sich mit euch über Müller unterhalten. Anfänger. Pah. Wie hast du Mike wiedergefunden? Es war Delgado, der ihn gefunden hat. Das wird es sein. Er wird dir alles erklären können. Ich horchte nach Geräuschen im Haus, aber nichts regte sich. Irgendetwas musste geschehen, aber ich wusste nicht was. Ich wählte Larrys Nummer. Es klingelte. Er meldete sich nicht. Sie hatten ihn umgelegt. Wen willst du jetzt anrufen? Hast du irgendwo einen Freund, der jetzt seine Stimme hören will? Nein, nicht mehr. Ich legte das Buch weg. Ich war allein. Ich war ja so allein. Mir war plötzlich kalt. Ich wollte nur mehr weg von diesem einsamen Stern. Egal, was ich tat, es war nutzlos. Ich nahm die Spieluhr zur Hand, die ich damals Fräulein Schick geschenkt hatte. Sie lag wohl jetzt zu Hause und ahnte nichts von meinem Unglück. Sie geliebt. Ich hab nicht gedacht, dass es sowas nochmal gibt. Bettina, warum konntest du diese Nacht nicht überleben? Oh, Bettina. Die Leute wollen schlafen. In der Nacht, wenn ich an meinem Fenster stehe, deinen Körper sich im Schatten riss, bewegen sie. In der Nacht, da spür ich deine Einsamkeit. Du denkst an Freunde, doch die Freunde
Du warst nach mir der beste Mann im Lande. Wer machte dich stumm? Wer machte dich stumm? Nun bist du Opfer einer Gangsterbande. Wer legte dich um? Wer legte dich um? Wir waren Freunde. Dein Feind war auch mein Feind. Es können nur Männer verstehen, was uns Männer vereint. Kopf hoch, Max. Ich war erst 11, du zähltest 13 Jahre. War das eine Zeit? War das eine Zeit? Es war eine Freundschaft, eine echte, eine wahre. Ich werd dich rächen, jetzt bin ich bereit. Vor dir hab ich sogar einmal geweint. Es können nur Männer verstehen, was uns Männer vereint. Ist er nicht wunderbar? Er hat wirklich seinen Beruf verfehlt. Für viele war ich niemand, doch für dich war ich die Welt. Und wir teilten alles, Wohnung, Mädchen, Geld. Wir bleiben Freunde, dein Feind ist auch mein Feind. Es können nur Männer verstehen, was uns Männer vereint. Wir bleiben Freunde, dein Feind ist auch mein Feind. Es können nur Männer verstehen, was uns Männer vereint. Ich bin ja da, Max. Keine Angst, ich passe schon auf dich auf, wenn du deine Depressionen hast. Einer von Delgados Leutnant Bettina erschossen. Wir haben auch Besuch gehabt. Montana hat ein paar von ihren Mädels bei mir vorbeigeschickt. Sieht ganz so aus, als wären wir in diesem Bandenkrieg zwischen die Fronten geraten. Kannst du mir vielleicht verraten, warum er mich umzubringen versucht? Diesen hübschen Schnappschuss habe ich bei Mike im Hotelzimmer gefunden. Das ist auch der Grund für die Erpressung an Kant. Und das ist für dich. Kant ist also dein Stammkunde. Fette Sau. Meyer hat es übrigens auch auf Mike abgesehen. Womit wir die 3 unangenehmsten Ganoven der Stadt beisammen hätten. Meyer, Montana, Delgado. Du redest wie in einem Fernsehkrimi. Dann ist da noch die Sache mit Maria. Sie wollte mir irgendetwas erzählen. Plötzlich wird sie erschossen. Und sagt nur noch Rosebud. Ja, das ist aus einem Film. M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Ja, den müsste man halt gesehen haben. Da ist dann noch der Anschlag, den Delgado hat auf uns verüben lassen. Wir hätten die beiden fertig machen sollen, anstatt sie der Polizei zu übergeben. Sie haben über meine neue Unterhose gelacht. Du weißt schon, die mit den Streifen. Warum schickt Delgado Bettina eigentlich einen Killer ins Haus? Gute Frage. Aber woher wussten die, dass wir die Informationen über die Kants von Fritz hatten? Was hat eigentlich Bettina mit Maria zu tun? Und warum wurde eine Nachrichtensperre über den Fall Kant verhängt? Warum haben sie ihre Wohnung auseinandergenommen? Na, wegen dem Foto, du Trottel. Na ja, klar, das finde ich auch in Ordnung. Warum hat mich Montana ins Café Schwarz eingeladen? Wer waren die 3 Kerle, die mein Auto zertrümmert haben? Wer waren die Typen, die mich hops nehmen sollten? Warum habe ich kein Geld am Konto? Warum gehe ich nicht einfach zu Kant und haue ihm so lange in die Schnauze, bis er mir sagt, was da eigentlich gespielt wird? Und warum bohre ich mir kein Loch ins Knie und gieße Milch hinein? Warum liege ich nicht längst auf den Malediven am Strand und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen? Lieber Gott, warum lässt du die Sonne nicht scheinen? Warum mag uns keiner?
Und warum geht eigentlich alle auf uns los? Und warum redet ihr solchen Schwachsinn? Warum rauchen wir nicht noch ein Gerät? Weil vermutlich gleich ein paar Leute mit Maschinenpistolen hereinkommen werden und uns umlegen wollen. Okay, wir werden Sie hier erwarten. Ist gut. Wir treffen uns in der Fabrik. Okay, gehen wir. Du folgst den beiden in diese Richtung. Ich folge dem schwarzen Mercedes. Was ist los mit Müller? Den haben wir ausgepustet wie einen Christbaum. War überhaupt kein Problem. Da! Du säufst zu viel. Du beginnst Fehler zu machen. Du kannst mich am Arsch lecken. Ich saufe, wann ich will. Und überhaupt, rück die Kohle raus. Ich steig nämlich aus. Du kennst die Abmachung. Du kriegst dein Geld, wenn es alle kriegen. Delgado und Montana sind auch hier. Frag sie, ob sie einen Säufer anstellen. Ich steig aus, ich mach die Fliegefreunde, ich steig aus. Ich hab die Dreck der bald ein letztes Mal gemacht, Müller ist tot, wie ausgemacht. Oh, 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 ich steig aus. Oh, oh, ich hab die Dreckarbeit satt. Ich steig aus, gib meine Kohle raus, ich steig aus. Ja, ist umgelegt, sag mal, was soll der Scheiß? Die Sache wird mir einfach zu heiß. Weil du miese Schwein, du legst mich nicht herein. Denn jeder hier weiß doch genau, was läuft. Nicht mit mir, ich krieg mein Geld sofort. Wenn nicht, passiert noch ein Mord. Ich steig aus, die Sache, sie läuft nicht. Ich will da raus, zu viel ist schon geschehen. Ich steig aus, gib meine Kohle raus. Ich steig aus. Seit ein paar Wochen säufst du nun schon wie ein Loch. Sieh dich doch mal an, man erkennt dich kaum noch. Und das nur wegen Marlene, vergiss diese Nutte. Sie gehört jetzt mir, du brauchst eine andere Stute. Sieh dich an, denk doch nach. Wer mich kennt, der wird schwach. Denk doch mal nach. Sieh dich an, wer unseren Clan verrät, der ist ein toter Mann. Alles, was du kannst, hast du von mir gelernt.
dass man Feinde umlegt, wie man einen Fleck entfernt. Wenn du wirklich gehen willst, dann geh, aber ohne Geld. Doch dann bist du ab sofort ganz auf dich allein gestellt. Wie du willst, hau doch ab. Doch ich geb dir nen Rat, bleib nicht in dieser Stadt. Wie du willst, doch denk daran, wer unseren Plan verrät, der ist ein toter Mann. Warum steht Müller? So, du hast Müller also umgelegt. Klar. Und ich will das Geld, das mir jetzt zusteht. Weißt du, wer uns von da oben zuschaut? Dein toter Müller! Los, Jungs, holt ihn euch! Guten Tag, Montana. Einer von Meyers Leuten hat uns Müller auf den Eis gehetzt, anstatt ihn umzulegen. Müller ist in der Fabrik. Noch so ein Fehler und du bist aus dem Geschäft raus. Montana und Belgado würden sich freuen. Wer hat Müller hergebracht? Henry. Umlegen. Wenn dieser Müller tot ist, ist der Weg frei. Wir haben uns über die Neuaufteilung der Gebiete in der Stadt geeinigt. Es gibt nur Probleme mit den Schreinerbrüdern. Sie wollen ihren Distrikt nicht abtreten. Alle anderen lassen sich auszahlen oder sind tot. Hast du gedacht, du kannst eine Stadt neu aufteilen, ohne dass dabei eine Menge Dreckarbeit anfällt? Sie haben gesagt, Sie reden mit den Schreinerbrüdern. Ihr habt durch mich keine Probleme mit der Polizei mehr. Ich halte euch die Presse vom Leib. Ich habe die Kontakte in die Politik. Und ich sorge dafür, dass euer Schwarzgeld weiß wird. Und vor allem eines. Ich habe die ganze Sache entwickelt und geplant. Ohne mich wären zumindest 2 von euch bereits hinter Gittern oder tot. Und da glaubst du wirklich, ich gehe zu den Schreinerbrüdern hin, um mit ihnen über die Zukunft ihres Distriktes zu verhandeln? Habt ihr den Computerknacker umgelegt? Delgados Leute haben ihn nicht erwischt. Gib die Fotos her. Ich hab sie nicht. Wir haben zwar Mike und Bettina kalt gemacht, aber wir haben die Fotos nicht gefunden. Das waren 3 schwere Fehler, Delgado. Was soll das heißen? Ich brauche mir von niemandem Vorschriften machen zu lassen. Auch von Ihnen nicht, Kant. Du weißt genau, was das heißen soll. Steck die Waffe weg. Wir reden später drüber. Gehen wir.
Ich kann mit Stümpern nicht arbeiten. Müller! Müller! Wieso läuft dieser Müller noch frei herum? Was ist los mit euch? Wir haben ihn! Holt ihn euch! Das hätten die Jungs vom Schützenverein sehen müssen. Wir waren die im Sportwagen. Keine Ahnung, aber die kriegen wir schon hin. Bye, Life. Bye, Lebenslust. Mein Gott, war das ein Frust. Ich glaube, ich werde schon steif. Bye, Max. Weil das dein Ende ist. Hello, Lungenriss. Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Meine Knie, sie werden schon weich. Bye, Max. Die Würmer fressen dich. Im Herz ein letzter Stich. Die lachen mir ins Gesicht. Auf zum jüngsten Gericht. Ihr wisst, ich fürchte mich nicht. Auf zum jüngsten Gericht. Ihr wisst, ich fürchte mich nicht. Auf zum jüngsten Gericht. Ja, nimm den brauche ich nicht. Larry, ich möchte aufhören mit dieser schmutzigen Arbeit und ein ganz normales Mädchen werden. Du machst mich so glücklich. Ich liebe dich. Wegen mir brauchst du nicht aufzuhören. Machen wir es doch einfach so. Du bleibst bei deinem Job und wir teilen die Kohle, die du verdienst. Ja, machen wir es so. Du bist traurig, wegen Max. Ja. Mein Freund Max, der für viele die Rettung war, der bis zuletzt kämpfte gegen jede Gefahr. Das wird aus mir, ich werde es nie verstehen. Er war noch zu jung, um für ihn
immer zu gehen. Es war heute Nacht, als es geschah. Er haute ab, er war in Lebensgefahr. Doch eine Kugel holte ihn ein, sein Rücken färbte sich rot. Er war sofort tot. Mein Freund Max, der für viele die Rettung war, der bis zuletzt kämpfte gegen jede Gefahr. Was wird aus mir? Ich werde es nie verstehen. Er war noch zu jung, um für immer zu gehen. Mein Freund Max, der für viele die Rettung war, der bis zuletzt kämpfte gegen jede Gefahr. Was wird aus mir? Ich werde es nie verstehen. Er war noch zu jung, um für immer zu gehen. Scheiße, was soll die Straßensperre? Hättet ihr euch nicht gedacht, dass wir uns so bald wiedersehen, hä? Feuer! Alter, der Mann! Ja, was schön. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Glaubst du, gibt es irgendjemand, dem das Ende unserer Geschichte nicht gefallen hat? Hm? Haben Sie eine Scheidung oder eine Geldeinteilung? Fühlen Sie sich von jemandem bedroht? Oder ist ein Verwandter plötzlich tot? Haben Sie einem Ganoven getraut? Oder hat man Ihnen Ihre Braut geklaut? Gehen Sie deswegen doch nicht gleich K.O. Kommen Sie zu Müller ins Büro. Vibrando, wie Valentino, ist wie Clark Gable, ist schön wie Kino, ist außen hart und innen weich, ist wie John Wayne. Und wenn er alt ist, ist er reich, wie Citizen Kane. Es folgt ihnen jemand, heimlich in der Hitze der Nacht. Liegt gelangweilt an der Bar, sieht sie an. Sie wollen sich vor ihm verstecken. Sind sie wirklich so naiv? Sie wissen, er will
Berlin.